Lohnt sich jetzt Anfang 2026 ein Investment in die Microsoft? Um das herauszufinden, analysieren wir heute die Aktie im Detail. Und warum schwächelt der Aktienkurs eigentlich momentan so? Ich hatte doch mal ein Video gemacht über die 15 besten Dividenden-Wachstumsaktien und da war Microsoft auf den Top-Plätzen. Und heute schauen wir uns mal genauer an, was bei dem Unternehmen eigentlich gerade los ist, die aktuelle Lage. Wir schauen noch mal kurz auf das Geschäftsmodell, auf die Profitabilität, wie die sich entwickelt hat, auf die Belohnung für uns Aktionäre, was wir von einem Investment in die Microsoft so hätten, auf die Sicherheit eines Investments, auf die aktuelle Bewertung der Microsoft und den Fair Value. Und dann vergleichen wir die Microsoft noch mit Konkurrenten aus der Tech-Welt. Wie immer ist das hier auch keine Anlageempfehlung. Ich analysiere Aktien mit euch und ihr entscheidet bitte selbst, wie ihr mit eurem Geld umgeht. Und als weiterer kleiner Disclaimer, ich bin selbst in Microsoft investiert. Da ich in meine Videos immer enorm viel Arbeit reinstecke, aber auch viel Freude dabei habe, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen und auch über ein Kanalabo, wenn ihr keine weiteren Analysen mehr von mir verpassen möchtet. Die Produkte von Microsoft dürften euch größtenteils bekannt sein. Das sind zum einen die Office-Produkte von Microsoft 365, die Azure Cloud, Dynamics, ein Unternehmens-ERP-System und verschiedene Anwendungen wie Teams. Die Kundenstruktur von Microsoft, die basiert auch überwiegend auf Firmenkunden. Die machen den größten Umsatz aus. Denn das sind 70-75% aus dem Enterprise- und Mittelstandsbereich. Das ist die profitabelste und auch die stabilste Kundengruppe. Dazu kommen noch staatliche Kunden und Bildungseinrichtungen, die noch etwa 10-15% des Umsatzes ausmachen, aber auch durch langfristige Verträge stark an das Unternehmen gebunden sind. Dann gibt es noch die Privatkunden, die halt Windows nutzen, wenn ihr privaten Windows-Rechner benutzt zum Beispiel, oder auch eine Xbox verwendet zum Spielen. Also unterm Strich, Microsoft verdient sein Geld nicht mit Konsumtrends, sondern mit dauerhaften Geschäftsbeziehungen überwiegend zu Unternehmen. Ein ganz zentraler Punkt ist aktuell auch die Partnerschaft mit OpenAI. Aber da gibt es viele Missverständnisse. Denn Microsoft besitzt OpenAI nicht, also es ist kein Tochterunternehmen. Sie haben darin aber über 13 Milliarden Dollar investiert und sehen den strategischen Hebel hier, dass die OpenAI-Modelle exklusiv auf Azure laufen. Das heißt, jede Nutzung von ChatGPT, die ihr macht, jeder API-Call, jede KI-Anwendung oder auch Copilot, die liefern direkt Umsatz für Microsofts Azure Cloud. Zusätzlich darf Microsoft aber auch die OpenAI-Produkte lizenzieren und in eigene Produkte wie den Copilot auch integrieren. Denn der Copilot, der ist ja auch in verschiedene Office-Anwendungen nach und nach integriert, in Windows, in GitHub für Entwickler. Und das funktioniert auch nur, weil Microsoft eine massive Infrastruktur dahinter hat. Sie betreiben nämlich eigene Hyperscale-Rechenzentren in über 60 Regionen weltweit. Diese Rechenzentren bieten halt das Rückgrat für Azure, für KI, für die ganzen Office 365-Anwendungen und auch Copilot. Und seit Jahren investiert Microsoft hier Jahr für Jahr mehrere Milliarden Dollar. Aber das Geld, was für die Rechenzentren ausgegeben wird, das muss ja auch erstmal verdient werden. Womit verdient Microsoft denn das meiste Geld momentan? Microsoft ist kein Ein-Produkt-Unternehmen, sondern extrem breit aufgestellt. Ihre Segmente Productivity und Business Processes, die machen rund 32-34%, also rund ein Drittel des Umsatzes aus. Dazu zählen halt Microsoft 365, Teams, LinkedIn und auch Dynamics. Das sind Abo-Modelle, die haben extrem hohe Margen und sehr niedrige Kündigungsquoten. Planbarer geht der Umsatz hier also kaum. Zweitens, aber das ist der wichtigste Block, der den größten Umsatz einfährt, die Intelligent Cloud. Mit 40-42% Umsatzanteil ist Azure, was hierzu zählt, inzwischen das größte Segment. Hier laufen halt die Cloud-Infrastruktur, Serverprodukte, KI und auch OpenAI-Workloads zusammen. Das ist auch der Bereich mit dem aktuell höchsten Wachstum. Und drittens gibt es dann noch More Personal Computing. Das macht noch so immer noch 25-28% Umsatz aus, aber hier stagniert das Geschäft so ein bisschen. Das basiert nämlich auf Windows, auf Xbox, Surface und auch Bing, der Suchmaschine. Unterm Strich, also Microsoft kombinieren halt verschiedene Segmente und haben verschiedene Arten von Cashflow, der täglich reinfließt. Regional verteilt macht Microsoft rund 51% des Umsatzes in den USA. Das weitere nächstgrößte Segment ist Europa und der Mittlere Osten und Afrika, also EMEA, die liefern noch rund 26%.
Dann gibt es noch Asien-Pazifik mit rund 21% und hier steckt regional das größte Wachstumspotenzial aktuell drin. Was sind denn nun aktuell die Gründe, warum Investoren mit ihren Investments bei der Microsoft hadern? Das sind zum einen die Investitionen, die auf die Marge drücken. Denn wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, sehen wir ein Spannungsfeld hier. Wir sehen starkes Wachstum, aber kurzfristig sinkende Margen. Die CapEx, also die kapitalintensiven Kosten, wurden massiv hochgefahren. 74% mehr Kosten, also knapp 35 Milliarden Dollar. Der Großteil davon, der fließt in Rechenzentren, in GPUs und in die KI-Infrastruktur, weil das genau halt die Basis ist für Azure, für Copilot und OpenAI. Das Problem aus Investorensicht ist hierbei, dass diese Investitionen halt nicht sofort Geld einfahren, also die Erlöse kommen zeitverzögert. Entsprechend ist dann die Cloud-Bruttomarge von 71 auf 68% gefallen. Das ist jetzt kein operatives Versagen, sondern eine bewusste Entscheidung von Microsoft. Sie bauen die Infrastruktur für die nächsten 10, 15 Jahre auf und kurzfristig belastet das halt die Marge, langfristig sichert es aber schon eine Marktstellung. Denn ohne die Investitionen könnte Azure halt auch nicht wachsen. Aber das war jetzt auch schon der erste Grund, warum Microsoft gerade an der Börse so ein bisschen schwächelt, die explodierenden Investitionen zurzeit. Wachstum ja, aber es kostet halt auch viel Geld. Und dann kommt noch die Nachfrage vor der Monetarisierung, weil die Commercial Bookings, die explodieren schon mit plus 112% und der Auftragsbestand ist auch sehr hoch geworden mit 392 Milliarden Dollar. Das Problem ist hier auch wieder, dass die halt zeitverzögert reinfließen. Der Markt sieht heute nur die Kosten, die momentane Profitabilität, dass die quasi zurückgeht, aber noch nicht den vollen Ertrag davon. Und viertens haben wir da noch den Wettbewerbsdruck und den Erwartungsdruck an den Markt. Denn AWS von Amazon oder auch Google und spezialisierte KI-Player, die zwingen Microsoft auch zu hohem Tempo, zu hohen Investitionen und auch zum Preisdruck. Gleichzeitig ist Microsoft aber auch ein Megacap und jetzt zu groß für schnelle KI-Überraschungen. Das Kapital wandert teilweise auch kurzfristig in mehr gehypte Unternehmen oder mehr spekulativere KI-Aktien. Microsoft ist auch immer mal wieder in den Schlagzeilen und die sind teilweise auch ziemlich widersprüchlich. Auf der einen Seite, da heißt es, Microsoft liefert starke Zahlen, Umsatz und Gewinn liegen über den Erwartungen, Azure wächst und OpenAI meldet auch steigende Umsätze von rund 20 Milliarden Dollar momentan. Also fundamental ist das erstmal im grünen Bereich, das werden wir auch gleich noch sehen. Auf der anderen Seite reagiert der Markt aber auch nervös. Die Aktie ist in den letzten Monaten unter Druck geraten, vor allem halt wegen dieser massiven KI-Investitionen. Milliarden fließen halt in diese Rechenzentren und was halt kurzfristig auf die Margen drückt. Zusätzlich gibt es noch Störgeräusche, da gibt es noch eine Klage von Elon Musk um OpenAI, die sorgt halt auch so ein bisschen für Unsicherheit, auch wenn sie operativ bisher kaum Auswirkungen hat. Und dann kommt noch der Blick nach vorne. Was auch wichtig ist, den Tag solltet ihr euch merken, wenn ihr Microsoft-Investoren seid. Am 28. Januar gibt es nämlich die nächsten Quartalszahlen. Und der Markt erwartet hier wieder relativ viel. Und das macht Microsoft aktuell anfällig für Enttäuschungen, aber auch für einen Aktienkursanstieg, falls die Zahlen die Erwartungen übertreffen. Aber wie gesagt, die Erwartungen sind schon relativ hoch. Aber auch Microsofts Vorstand Satya Nadella, der erwartet relativ viel für dieses Jahr. Denn er sagt ganz offen, dass 2026 ein Schlüsseljahr für KI werden wird. Das ist jetzt quasi kein Hype mehr, keine Spielerei mehr, sondern der Übergang von Show zu Substanz. Denn Microsoft sei längst raus aus der Experimentierphase. Jetzt geht es halt mehr um die breite Nutzung, um die Skalierung und vor allem um wirklich wirtschaftlichen Impact, dass man Nutzen schafft durch die Nutzung von KI. Das erklärt auch, warum die Investitionen heute noch so hoch sind und die Margen halt kurzfristig unter Druck stehen. Die Botschaft vom Vorstand ist eigentlich ganz klar, kurzfristig haben wir Gegenwind, aber langfristig strukturellen Rückenwind. Die Frage für Anleger ist nicht, ob KI kommt, sondern wer sie profitabel im Alltag in die Anwendung halt integriert. Und Microsoft positioniert sich dafür ganz gut, weil eigentlich fast jedes Unternehmen auf der Welt gefühlt Microsoft-Produkte im Einsatz hat und auch Office 365 und so weiter nutzt, wo auch diese KI-Anwendungen dann integriert werden sollen, nach und nach. Aber auch wenn die Aktie gerade so ein bisschen unter Druck steht und die News darüber etwas zwiespältig sind,
liefert Microsoft eigentlich dennoch gute Zahlen ab. Wenn man sich jetzt mal den Umsatzwachstum anschaut, denn in den letzten Jahren ist der kontinuierlich gestiegen und liegt inzwischen bei knapp 300 Milliarden Dollar und auch der operative Gewinn, der wächst kontinuierlich mit, aktuell rund 136 Milliarden Dollar und das Umsatzwachstum pro Jahr von rund 14,5% über die letzten 5 Jahre im Schnitt pro Jahr zeigt auch, das ist jetzt kein Einmaleffekt, sondern schon strukturelles Wachstum. Trotz massiven KI-CapEx-Investitionen bleibt Microsoft also immer noch hochprofitabel. Die Margen, die schwanken zwar kurzfristig, aber brechen halt nicht ein. Also unterm Strich, sie verdienen Jahr für Jahr einfach mehr Geld. Und auch die weiteren Profitabilitätskennzahlen sind jetzt nicht schlecht. Denn die operative Gewinnmarge von rund 46% ist schon sehr, sehr hoch. Und auch bei den Kapitalrenditen sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Eigenkapitalrendite liegt bei rund 32%. Das eingesetzte Eigenkapital der Aktionäre arbeitet also sehr effizient. Auch der Return on Invested Capital, also das Eigenkapital plus Fremdkapital, was zum Arbeiten eingesetzt wird, das erreicht eine Kapitalrendite von 26%. Das zeigt auch zusätzlich, dass das gesamte Kapital gut verzinst wird und gut arbeitet. Wichtig ist aber auch der Trend hierbei. Beide Kapitalrenditen sind zuletzt leicht rückläufig gewesen. Nicht, weil das Geschäft jetzt schwächelt, sondern auch wegen der vielen Investitionen in Rechenzentren und so weiter. Unterm Strich bleiben sie aber schon hochprofitabel. Wie profitieren wir denn als Aktionäre nun von einem Investment in die Microsoft? Da gibt es verschiedene Faktoren, wie wir profitieren können. Auf der einen Seite ist das die Dividende. Und Microsoft ist hier keine Dividendenrakete, das muss man schon sagen. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei rund 0,8%. Also die aktuelle Rendite ist sehr gering. Das ist für reine Einkommensinvestoren jetzt weniger attraktiv. Der Punkt ist aber nicht die Höhe hier, sondern die Qualität der Ausschüttung. Die Dividende wächst seit 22 Jahren kontinuierlich und auf Sicht von 5 Jahren wurde sie im Schnitt um 11% pro Jahr erhöht. Auf die letzten 10 Jahre immer noch um rund 10% pro Jahr und auch im letzten Jahr um fast 10%. Sie schütten auch sehr konservativ dabei aus, denn auf den Gewinn schütten sie nur 22% aus und vom freien Cashflow 32%. Also die Dividende ist schon gut abgesichert und Sie können sich das auch locker leisten. Und durch die geringe Ausschüttungsquote und die hohe Eigenkapitalrendite erreichen Sie auch eine nachhaltige Wachstumsrate von rund 25%, was Sie theoretisch intrinsisch jedes Jahr mit eigenen Mitteln wachsen könnten. Ein zweiter Faktor, wie Unternehmen uns Investoren belohnen können, ist das Durchführen von Aktienrückkäufen. Und Microsoft führt in der Regel Aktienrückkäufe durch. Zurzeit ein bisschen weniger als noch die Jahre zuvor. Aktuell haben wir eine Rückkaufrendite von 0,5%. Der Grund ist halt simpel, viele Investitionen. Also sie priorisieren aktuell Wachstum und Kapazitätsaufbau vor aggressiven Rückkäufen wie noch in vergangenen Jahren. Und als dritten Faktor haben wir natürlich die Buchgewinne, die uns Microsoft durch das Ansteigen des Aktienkurses beschert. Und hier werden wir als Langfristinvestoren wirklich belohnt, denn wenn wir uns den langfristigen Chart mal anschauen, sehen wir, dass Microsoft ein Buy-and-Hold-Unternehmen ist. Auf 10 Jahre liegt der Total Return inklusive Dividenden bei rund 840%. Ohne Dividenden hätten wir noch 795% Kurswachstum erlangt. Auf 5 Jahre sehen wir das gleiche Bild, nur kleiner skaliert. Mit Dividenden haben wir 109%, ohne Dividenden 102,7% Kursgewinn erreicht. Die Dividende macht schon einen Unterschied, aber sie ist jetzt nicht extrem ausschlaggebend. Wichtig ist aber auch die Volatilität. Es gab auch mal Rücksetzer 2022, jetzt 2025. Aktuell haben wir wieder eine kleine Schwäche. Aber der langfristige Trend, der zeigt schon klar nach oben. Wer kurzfristige Kurse will, der wird halt eher nervös. Aber wer langfristig investiert, der findet schon immer mal wieder eine gute Nachkaufchance. So, wie profitabel Microsoft wirtschaftet und welche Rendite wir als Investoren erfahren haben, das wissen wir jetzt. Aber wie sicher ist denn auch ein Investment? Dazu schauen wir mal auf die Verschuldung. Und hier sehen wir wirklich positive Trends, denn die Verschuldung sowohl zum EBITDA als auch zum Eigenkapital geht zurück. Und das Interest Coverage, also der Zinsdeckungsgrad, wie oft Microsoft die Zinsen mit dem EBIT decken kann, der nimmt natürlich zu und auch der freie Cashflow, der wächst an.
Microsoft hat seine Verschuldung schon klar im Griff. Die Gesamtverschuldung liegt aktuell nur bei 0,7 mal EBITDA. Also rein rechnerisch könnte Microsoft die Schulden in weniger als einem Jahr tilgen. Das ist schon stark. Und auch zum Eigenkapital sinkt sie und liegt noch bei 33%. Wir haben also 33 Cent Schulden auf $1 Eigenkapital. Der Zinsdeckungsgrad hat mittlerweile über 50 erreicht. Also Zinsen sind faktisch keine Belastung, kein Thema. Ein weiterer Aspekt der Sicherheit ist für mich auch immer der Buchwert und der Substanzwert. Der Buchwert je Aktie liegt aktuell bei $49. Das ist ungefähr ein Zehntel des Aktienkurses von $454. Der Substanzwert beträgt noch $30. Das ist aber trotzdem immer noch positiv, weil sie halt einen positiven Substanzwert haben. Viele Unternehmen werden hier unter Null gehandelt. Also sie haben quasi mehr Goodwill ausgegeben für zu teure Zukäufe oder mehr Markenrechte und Patente, also nichts Physisches, was man jetzt einfach im Unternehmen verpreist hat in der Bilanz, was aber den realen Wert des Unternehmens übersteigt. Das ist bei Microsoft nicht der Fall. Sie haben einen positiven Substanzwert. Positiv ist auch, dass die Trends nach oben zeigen. Das heißt, sowohl der Buchwert je Aktie als auch der Substanzwert je Aktie wird teurer. Das heißt, das Unternehmen gewinnt an Wert. Wie ist denn aktuell die Microsoft-Aktie jetzt bei etwas schwächelndem Aktienkurs noch bewertet? Ist sie denn jetzt günstig? Ist sie zu teuer? Ist sie irgendwo fair bewertet? Schauen wir da mal drauf. Und als allererstes mal auf das KGV. Das liegt bei rund 32, ist jetzt kein Schnäppchen, aber das liegt noch unter den Hochphasen. Es war auch schon mal höher. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 9,3, das ist schon sportlich. Also der Markt zahlt ja schon einen deutlichen Aufschlag auf den Buchwert, ist aber auch typisch für so ein Qualitätsunternehmen mit starken Margen und Preissetzungsmacht. Aber wir sind auch nicht mehr im Extrembereich. Also Microsoft erscheint jetzt nicht billig, aber sie sind schon günstiger geworden als noch zu Zeiten zuvor. Ob die aktuelle Bewertung jetzt auch günstig oder teuer ist, das sehen wir auch am fairen Wert und an den Berechnungsmodellen, die den fairen Wert bestimmen. Denn das ist schon ein bisschen differenzierter, als so ein simples KGV vermuten lässt. Der aktuelle Kurs liegt ja bei $454. Je nach Berechnungsmodell gibt es hier ein sehr breites Bild. Klassische Multiple-Modelle wie KGV, EV zu EBIT oder auch Kursumsatzmodelle, die landen überwiegend zwischen $500 und $560, sehen hier also eine Unterbewertung. Discount-Cashflow-Strategien kommen je nach Wachstumsannahme auf Spannen auch von $510 bis $585, sehen also die Microsoft auch unterbewertet. Deutlich konservativer hingegen berechnen das die Dividendenmodelle, weil Microsoft halt nur eine niedrige Dividende zahlt. Und da kommen die Modelle auf $330. Der durchschnittliche Fair Value jedoch aller dieser Modelle liegt aktuell bei $498. Das entspricht einem Upside-Potenzial, also einem Aufwärtspotenzial von etwa 10%. Und die Analysten sehen ebenfalls weiteres Potenzial, denn ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei über $620 sogar. Auch mit einer breiten Spanne von sehr vorsichtig bis sehr optimistisch. Also sehr, sehr billig sind sie jetzt nicht, aber leicht unterbewertet nach den Berechnungsmodellen und auch nach Analystenschätzungen ist hier noch Potenzial nach oben zu sehen. Das Tool, mit dem ich meine Aktienanalysen durchführe, heißt übrigens Investing Pro von investing.com. Neben unzähligen Kennzahlen, die man miteinander vergleichen kann, bietet das Tool auch KI-basierte Strategien, um Aktien herauszufinden, die monatlich das Potenzial haben, die Indizes outzuperformen. Es kommen auch immer mehr Strategien aus verschiedenen Ländern hinzu. Mittlerweile sind es schon über 15 Seiten, durch die man scrollen könnte. Wir schauen aber einfach mal exemplarisch auf den Alpha Germany Select, denn diese Strategie möchte den DAX outperformen, indem sie jeden Monat KI-basiert Aktien identifiziert und bewertet. Im Monat Januar sind zum Beispiel die Aumovio neu dazugekommen, Sartorius, Bechtle, die Deutsche Bank oder auch die Deutsche Börse, die Commerzbank. Und Unternehmen, die mal in den letzten Monaten in diese Strategie reingefunden haben, können auch wieder entfernt werden, wenn einfach das Potenzial nicht mehr so gesehen wird durch die KI. Das Tool ist wirklich interessant. Schaut es euch gerne mal an. Ihr findet den Link dazu im ersten angehefteten Kommentar. Und über meinen Link bekommt ihr auch 15% zusätzlich zu den anderen Rabatten, die das Tool sonst so bietet. Aber so richtig bewerten und einschätzen kann man Microsoft eigentlich auch nur im Konkurrenzumfeld. Und deswegen vergleiche ich jetzt mal
relevante Kennzahlen der Microsoft mit denen der Wettbewerber. Und hierbei zuerst mit Amazon, weil das ist schon so ein bisschen Maßstab im Cloud-Infrastrukturgeschäft. Die AWS, die skaliert schon brutal effizient, hat hohe Margen und drückt auch auf Preise, was direkt auch Konkurrent zu Azure ist. Dazu kommt noch, dass KI dort auch tief eingebaut ist. Sie haben eigene Chips, Bedrock, volle Kontrolle über den Stack und für Microsoft heißt das permanenter Preiskampf und hoher Investitionsdruck. Dann haben wir natürlich Alphabet beziehungsweise auch ihre Google Cloud, denn die spielt auch die technologische KI-Karte gerade so richtig aus. Sie investieren stark in Forschung, eigene Modelle wie Gemini und auch eine enorme Datenbasis dahinter. Dann haben wir nochmal Apple. Das ist jetzt kein klassischer Cloud-Gegner, aber halt ein strategisch wichtiger Konkurrent. Sie haben dominantes Geräte- und Plattformökosystem, extreme Kundenbindung. KI läuft hier stärker on-device statt so im Enterprise-Cloud-Modell. Konkurrenz entsteht halt bei Betriebssystemen, bei Produktivität, bei diesem ganzen Ökosystem, Login und jetzt weniger bei Azure. Dann haben wir noch als letzten Wettbewerber Oracle hier in dem Vergleich mit aufgenommen. Oracle ist mehr so der Spezialist, Datenbankspezialist, der ist auch tief in so Enterprise-Sachen verankert, der ist extrem stark bei Datenbanken. Die Oracle Cloud ist keine breite Plattform wie Azure, aber sehr attraktiv für Großkunden mit hohen KI-Workloads und auch Migrationsbedarf. Dann springen wir mal rein in die Zahlen und jetzt wird's spannend, denn schon bei der operativen Gewinnmarge zeigt sich hier ein sehr klares Bild, denn Microsoft liegt mit 46,3% hier deutlich vorne. Amazon wirkt dagegen mit 11,4% relativ schwach. Alphabet, Apple und auch Oracle liegen alle so um die 32%. Das ist solide, aber Microsoft ist hier klar der Gewinner. Bei den Kapitalrenditen sieht es wieder ganz anders aus. Hier ist der klare Gewinner Apple, denn sie haben eine Eigenkapitalrendite von 171,4%. Aber viel wichtiger ist für mich immer noch der Return on Invested Capital, weil der das komplette Kapital betrachtet, was jetzt wirklich zum Arbeiten eingesetzt wird, wie viel springt dabei raus. Und auch hier hat Apple ein ROIC von 61%. Das ist schon enorm stark. Die anderen liegen weit abgeschlagen dahinter. Als zweiten hätten wir hier Alphabet mit 27,3% Return on Invested Capital. Dann kommt Microsoft auf dem dritten Platz knapp darunter mit 26,3%. Dann Amazon weit abgeschlagen mit 14,3% ROIC und Oracle noch 12,7%. Von der Eigenkapitalrendite ist Oracle wieder ein bisschen höher, aber die kann halt auch stark verzerrt sein. Welches der Unternehmen schafft es denn zurzeit, auf die letzten 3 Jahre betrachtet, im Schnitt am meisten ihre Umsätze und die Gewinne zu steigern? Und hier sehen wir direkt 2 Gewinner, die Microsoft und die Amazon. Die Microsoft hat ihren operativen Gewinn um 12,7% im Schnitt gesteigert und den Umsatz um 12,4%. Amazon den Gewinn sogar um 16,4% und ihren Umsatz um 10,7%. Die anderen sind jetzt aber auch nicht wahnsinnig schlecht. Also Alphabet ist nur knapp dahinter mit 11,6% Gewinnwachstum und 10,8% Umsatzwachstum. Oracle auf dem 4. Platz mit 10,6% Umsatzwachstum und 6,4% Gewinnwachstum. Und Apple ist hier der Verlierer, denn sie sind weit abgeschlagen. Sie wachsen noch schwächer als in Jahren zuvor. Also Apple hat so einen gewissen Reifegrad jetzt erreicht. Dann schauen wir uns mal an, wer uns die höchste Dividende liefert und wo die Dividende am stärksten wächst. Hier ist tatsächlich Oracle mein Gewinner. Also von der Dividendenrendite sind sie jetzt alle keine hohen Ausschütter. Hier liegt Microsoft so im Mittelfeld mit 0,8% Dividendenrendite. Amazon zahlt gar keine. Alphabet, die schütten ja erst seit wenigen Monaten Dividende aus. Die haben 0,3% Dividendenrendite. Apple nur 0,4%. Die haben schon immer wenig ausgeschüttet. Und Oracle ist hier allein von der Höhe noch der stärkste Ausschütter mit 1,1%. Ist aber jetzt auch nicht so die Welt und für Einkommensinvestoren jetzt auch nicht so relevant. Von dem Dividendenwachstum aus gesehen ist Oracle aber auch der Gewinner, denn sie haben in den letzten 5 Jahren das stärkste Dividendenwachstum gehabt von rund 15,8% im Schnitt pro Jahr.
Microsoft ist hier nur auf dem zweiten Platz mit 10,2%, Apple auf dem dritten Platz und Amazon zahlt halt keine Dividende und für Alphabet, da gibt es noch keine Historie, die ausreichend lang ist. All diese Unternehmen können sich ihre Dividende auch leisten. Die Ausschüttungsquote ist bei keinem der Unternehmen besonders hoch. Die höchste hat noch Oracle mit 34,8%, das ist aber auch völlig okay. Microsoft 23,5%. Der Gewinner ist hier für mich Alphabet, weil sie ausschütten, aber die geringste Ausschüttungsquote haben mit 8%. Und wenn man es ganz genau nimmt, in dem Vergleich, wo man auf die Zahlen schaut, ist Amazon natürlich auch ein Gewinner, weil sie halt nichts ausschütten und damit alles zurück ins eigene Unternehmen fließt. Wer belohnt uns denn am stärksten durch Aktienrückkäufe? Das ist tatsächlich die Apple. Also sie investieren sehr, sehr viel Cash gerade in den Rückkauf eigener Aktien. Sie haben eine Rückkaufrendite von derzeit 2,6%. Alphabet liegt nur auf dem zweiten Platz mit 1,4%. Microsoft auf dem dritten Platz mit 0,5%. Amazon, die kaufen gerade keine Aktien zurück, haben eine Rückkaufrendite von 0. Und Oracle, die verwässern gerade leicht mit minus 0,2%. Wie sicher ist denn ein Investment in diese Tech-Unternehmen? Deswegen schauen wir jetzt nochmal auf die Verschuldung. Und hier schießt Oracle den Vogel ab mit dem 4,6-fachen des EBITDAs. Alle anderen liegen weit darunter und sind alle im soliden Bereich. Der zweitstärkst verschuldete ist Amazon mit dem gleichen Wert wie den EBITDA. Also sie könnten quasi in einem Jahr mit ihrem EBITDA alle Schulden tilgen. Oracle bräuchte schon fast 5 Jahre dafür. Alle anderen brauchen deutlich unter einem Jahr. Microsoft und Apple, beide mit 0,7 mal EBITDA verschuldet. Und Alphabet ist am allergeringsten verschuldet mit dem 0,3-fachen ihres EBITDAs. Also sie bräuchten rund 4 Monate dafür. Welches Unternehmen hätte uns jetzt die letzten 5 Jahre die stärkste Rendite erwirtschaftet? Deswegen schauen wir jetzt auf den Total Return, der sich zusammensetzt aus Kurswachstum plus Dividende. Hier sehen wir den Gewinner Alphabet, mit dem hätten wir 244% Total Return erreicht. Oracle landet auf dem zweiten Platz mit 204,9%, Microsoft nur auf dem dritten Platz mit ihren 109% Total Return, Apple auf dem vierten Platz mit 90,5% und mit Amazon hätten wir die geringste Rendite von nur 41,6% erwirtschaftet. Ist Microsoft denn jetzt auch im Verhältnis zu den Wettbewerbern günstig oder teuer bewertet? Und hier sehen wir ein ziemlich eindeutiges Bild, denn sie sind alle ungefähr gleich bewertet. Microsoft und Amazon liegen beide bei 32,2 bzw. 32,3, Apple 32,4, Oracle am teuersten 33,5 und Alphabet hat ein KGV von 31,3 und ist damit der günstigste. Wobei hier wirklich alle ziemlich gleich bewertet sind. So ein Vergleich, wo wirklich alle so nah beieinander waren, hatte ich auch noch nie zuvor. Also während sich das KGV jetzt kaum unterschieden hat, sagen die Berechnungsmodelle schon einen unterschiedlichen Fair Value für diese Unternehmen voraus und auch die Analysten sind hier nicht ganz so eindeutig. Vom Fair Value Upside her, also wo die Berechnungsmodelle das größte Potenzial sehen, ist der Gewinner Amazon mit 12,1% Upside-Potenzial. Hier liegt Microsoft mit 9,6% knapp darunter. Alphabet ist laut Berechnungsmodell Durchschnitt überbewertet um 12,4%. Apple ebenfalls um 8,2%. Oracle ist leicht unterbewertet mit 3,6% laut Berechnungsmodell Durchschnittswert. Die Analysten, die sehen bei Oracle derzeit das höchste Potenzial mit einem Upside von 61,3%, bei Microsoft von 37,9%, bei Amazon bei 25,5%, bei Apple um 17,4% und das Potenzial bei Alphabet sehen die Analysten noch bei 3% Upside. Also hier gibt es eigentlich 3 Gewinner aufgrund der Berechnungsmodelle und auch der Analystenschätzungen. Microsoft, Amazon und auch Oracle sind allesamt laut der Modelle und der Analystenschätzungen etwas unterbewertet. Ja, dann komme ich mal schnell zum Fazit, denn Microsoft stehen schon ziemlich solide da, die Profitabilität, die ist noch hoch, die Margen sind im Branchenvergleich extrem stark, die Kapitalrenditen gehen zwar gerade so ein bisschen zurück, liegt aber an den Investitionen. Es muss sich halt zeigen, dass die Investitionen bald auch Früchte tragen, das heißt, dass einfach Cash fließt. Der entscheidende Punkt liegt
hier nicht in den heutigen Zahlen, sondern halt in der Zukunft, dass die Investitionen in KI, in Serverinfrastruktur, Cloud-Infrastruktur, dass die sich halt auszahlen. Microsoft muss hier auch seinen Vorsprung halten. Insbesondere muss sich Microsoft auch durchsetzen gegenüber AWS, Google Cloud und auch spezialisierteren Anbietern, sind ja jetzt nicht die einzigen, die Cloud-Anwendungen anbieten. Und die massiven Investitionen halt sind kein Risiko, die sind schon notwendig, um am Markt auch stabil und innovativ zu bleiben, um also im Rennen zu bleiben. Also Qualität ist da, Bewertung ist jetzt nicht wahnsinnig ambitioniert. Die nächsten Jahre wird sich halt zeigen, ob sich das Investment in Microsoft auch lohnt. Kurz zusammengefasst. Das Video ist hiermit zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal. Und wenn euch mein Video zur Novo Nordisk interessiert, ist allerdings schon im Dezember aufgenommen worden, jetzt ist sie ein bisschen angestiegen, dann schaut das auch gerne an. Ich habe es euch oben verlinkt. Bis dann und ciao, ciao.